Hallo, Grüße aus dem Kampfkunstzentrum. Wie versprochen, eine KFC, Kali Functional Challenge. Diesmal eine Koordinationsübung mit dem Einzelstock. Koordination, Kontrolle der Stockspitze ist das Thema, auch ein bisschen locker, speziell im Bereich des Schultergürtels. Diese Übungen lassen sich bei begrenztem Platzangebot machen, das heißt auch wenn die Decke nicht so hoch ist, nicht so viel Platz um einen herum ist. Und ich denke, die eignen sich sehr wohl für alle Altersgruppen. Probiert, spielt damit, schaut es euch an. Ihr könnt natürlich vor- und zurückspulen, das ist das Schöne an dem Video. Und macht so viele Wiederholungen, wie ihr Spaß und Freude dran habt. Erste Übung, Doppelgriff. Großes Armkreisen, ich nenne es auch Armziehen, weil der eine Arm den anderen von der Schulter aus in die Länge zieht. Auch andersrum natürlich, Richtung Wechseln. Wie gesagt, spielt mit den Bewegungen, findet, wie sie euch gut tun und welche Variationen euch einfallen. Als nächstes wollen wir gleich in die Kreise gehen. Das ist mehr Handgelenksaktion, aber auch der ganze Arm, Ellbogen ist dabei. Das eine ist der Innenkreis, das heißt der Stock bewegt sich innen und ihr seht, wie er sich quasi wie eine Schlange um meinen Arm herumwindet. Das ist der Innenkreis. Dieser Innenkreis lässt sich nur dann richtig gut machen, wenn meine stockführende Hand von hinten nach vorne geht, sodass die Spitze nach oben schwingen kann, wieder zurückgeht. Das heißt, es ist auch eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung auf und ab. Dann haben wir noch den Außenkreis. Beim Außenkreis drehe ich die Handfläche nach innen hoch und ich drücke mit der freien Hand den Stock außen nach unten, sodass eine Dehnung entsteht. Außen an meiner Schulter geht die Stockspitze vorbei, richtet sich hier wieder auf. Ich führe die Hand hinter den Stock und helfe wieder auf diesen Außenkreis. Dabei greife ich leicht rein, führe den Stock nach hinten. Dabei ist man versucht, den Griff zu öffnen. Ihr dürft aber gerne so festhalten, wie ihr könnt. Das ist der Außenkreis, Innenkreis und in Kombination außen, innen, außen, innen. Natürlich nach dem Außenkreis muss die Hand kurz um den Arm drumherum gehen, um wieder als Führung zu dienen. Dürft ihr gerne auf beiden Seiten machen. Dann gehen wir auf das Stockheben und Senken. Und um wirklich den gesamten Bewegungsspielraum auszuloten, geben wir den Stock auf der Schulter nach oben, greifen mit der freien Hand vor den Bauch und holen uns den Stock, sodass wir schön in eine leichte Dehnung gehen. Ihr könnt dabei den Stock ein bisschen enger ziehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt dabei den Ellbogen ein bisschen weiter nach oben und hinten bringen, das Handgelenk nach unten ziehen. Verschiedene Möglichkeiten. Und dann lassen wir die obere Hand los und schwingen den Stock nach unten, vor dem Körper nach oben. Aufpassen auf die Deckenhöhe. Gebt den Stock dann auf der anderen Seite, weil ihr die Hand gewechselt habt, hinter die Schulter, vor den Bauch, nach Möglichkeit ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Holt ihr euch den Stock wieder, könnt ihr dasselbe Spiel machen, verschiedene Dehnungen, ein bisschen ausloten und dann wieder oben loslassen und übergeben.
Bitte darauf achten, dass ihr wirklich immer für einen kurzen Moment mit beiden Händen gegriffen habt, dann loslassen, wieder für einen kurzen Moment greifen beide Hände fest, sodass ihr die Freiheit habt zu wählen, ob die obere oder untere loslassen möchte. Und diese Freiheit könnt ihr natürlich ausnützen und wir drehen den Bewegungsablauf jetzt um. Das heißt, ich lasse mit der unteren Hand los, schwinge den Stock nach vorne und lasse ihn auf der anderen Körperseite hinter der Schulter, soweit es geht, hochkommen, greife ihn mir und ziehe ihn wieder nach vorne. Dann lasse ich mit der unteren Hand los, schwinge vor, diagonal zur anderen Körperseite, greife am Ohr vorbei nach hinten und wiederhole die Bewegung. Jetzt schwingt der Stock vor dem Körper nach unten. Auch hier gilt, für einen kurzen Moment halten beide Hände fest. Okay, wenn ihr euch erinnert, wir hatten dieses Innen- und Außenkreisen. Wir können mal den Innenkreis benutzen, um die Schläge zu wiederholen, verdoppeln. Das heißt, ich mache den ersten Schlag. Und hier benutze ich den Innenkreis, habe den Schlag verdoppelt, bin auf der anderen Schulter. Schlag, Innenkreis und ich bin auf der anderen Schulter. Ihr müsst nicht die zweite Hand reinstecken. Es geht flüssiger. Einfach verdoppeln. 1, 2, 1, 2. Und wir können natürlich auch, wenn wir den Außenkreis verwenden, zusätzlich, können wir verdreifachen. Das heißt, ich benutze jetzt den Innenkreis, den Außenkreis. Mit dem dritten Schlag schwinge ich durch. Einmal den Innenkreis, den Außenkreis und beim dritten Schlag schwinge ich durch. Innenkreis, Außenkreis und beim dritten Schlag schwingt es durch. Innen, außen und durchziehen. Selbstverständlich geht das Ganze auch andersrum. Bei dem Aufwärtsschwung kann ich verdoppeln. Das wäre der einfache, den wir zuvor gemacht haben. Und jetzt setze ich den Innenkreis und ich verdopple damit. Oder ich setze, wenn ich will, den Innenkreis, den Außenkreis und nochmal den Innenkreis. Innen, außen, innen, 3 Schläge. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das Schöne daran ist, ihr seht, es ist nicht nur aus dem Handgelenk, sondern es bewegt sich wenigstens noch der Ellbogen. Wenn ihr genau aufpasst, dann seht ihr, dass sich die Ellbogenbewegung aus der Schulter und die Schulterbewegung aus der Hüfte entsprechend unterstützt. Auf die Weise muss der Griff nicht geöffnet werden. Okay. Weitere Möglichkeiten: Schwingen Außenkreis und ihr steckt ihn euch unter die Achsel. Ich zeige es nachher nochmal. Schwingen Außenkreis und zurück. Startposition wie zuvor. Vorschlagen. Diesmal geht es nicht ganz so diagonal, sondern es bleibt auf derselben Seite für den Außenkreis.
Und wenn es das zweite Mal runter geht, dann mache ich den Innenkreis, aber ich ziehe nicht mehr hoch, sondern ich lasse ihn unter der Achse. Dasselbe zurück. Einmal den Außenkreis und wieder hoch. Ich schlage nach vorne, ich bleibe auf der Stockseite, den Außenkreis. Und jetzt wie beim Innenkreis, ich bleibe aber auf der Seite, auf die Weise geht der Stock unter die Achse. Und ich kann ihn in dieser Position halten. Aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Hier wollt ihr wirklich festhalten, auch wenn es nur ein sehr kurzer Moment ist. Und dann in dieser Position bietet es sich natürlich auch an zu wechseln. Dann wiederholen wir dasselbe auf der anderen Seite. Aufwärts, abwärts, aufwärts, festgreifen, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts. Ihr könnt wechseln. Natürlich könnt ihr auch die Schläge verdoppeln und verdreifachen. Das ist euch überlassen, damit könnt ihr frei spielen. Eine andere schöne Variante, die auch sehr schön ist, wir geben uns den Stock hinter dem Rücken und schwingen ihn wieder vor. Wir geben ihn uns hinter dem Rücken und schwingen ihn wieder vor. Wenn ihr den Stock hinter dem Rücken übergebt, schwingt ihr ihn diagonal nach vorne und ihr gebt ihn euch einfach in die Hand, greift auch hier, wollt mit beiden Händen festhalten. Eine gute Gelegenheit, eventuell, falls ihr ein leichtes Hohlkreuz habt, hier ein bisschen zu spielen, den Rücken gerade zu bekommen, oben loslassen, seitlich vorbeischwingen und wieder übergeben. Und dann Diagonalschwung, ihr gebt ihn euch in die Hand, haltet fest mit beiden Händen, loslassen, schwingen und wieder schwingen und schwingen. Beim Aufwärtsschwingen könnt ihr gerne auch verdoppeln, das passiert irgendwann fast automatisch. Übergeben, schwingen, übergeben, schwingen. Natürlich könnt ihr auch die Richtung dann wechseln. Eine schöne Variante noch, vielleicht zum Abschluss an dieser Serie, es gibt noch einige, das ist der Stich über die Schulter und ihr wollt dabei den Ellbogen so eng wie möglich bekommen, sodass der Stock wieder auf der anderen Schulter vorkommt. Dann greift ihr unter eurem Arm durch und schaut, bitte ohne euch selber auszudrücken, dass ihr den Stock wieder greifen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr es ein bisschen enger ziehen, aber ihr solltet euch wohl dabei fühlen. Der Kontaktpunkt ist nur vorne und nicht seitlich am Hals. Es sollte keine Würgetechnik werden. Wenn ihr hier dran seid und hier ist jetzt ein bisschen Luft und dann könnt ihr das Ganze dann lösen und auf der anderen Seite machen. Hier, oft ist es so, wenn die Schulter nicht weit genug vorkommt, der Ellbogen nicht weit genug reinkommt, kommt man nicht ran. Helft euch ein bisschen, dass ihr hier schön in die Dehnung kommt und dann schaut ihr, dass ihr den Stock greift, könnt ihr euch holen, auch hier wieder ein bisschen spielen damit, dass ihr in der Position seid und dann könnt ihr euch das Ganze übergeben. Wie gesagt, das sind einige Übungen zur Stockkoordination, ein bisschen Auslockern des Schultergürtels. Falls die Zeit reicht, zeige ich euch in diesem Satz noch oder im nächsten ein paar Übungen mit dem Doppelstock. Diese Einzelstockübungen sind schon sehr schön, um Schwung zu entwickeln für eure Schläge, dass ihr das Ganze gut laufen lassen könnt, dass der Körper gut koordiniert ist und bieten eine gute Voraussetzung für die Doppelstockübungen, die wir dann bei der nächsten TFC
Kali Functional Challenge machen werden. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund. Ich hoffe, dass wir uns bald alle in der Gruppe auch wiedersehen. Und bitte vergesst nicht, schickt ein paar Fotos oder vielleicht auch kurze Videoclips von eurem Training. Würde mich sehr freuen. Es müssen nicht Übungen sein, die jetzt hier gezeigt wurden, auch andere Dinge, die ihr trainiert. Und ich bedanke mich bei denjenigen, die sich schon die Mühe gemacht haben, mir Fotos geschickt haben oder einen kurzen Bericht geschickt haben, dass sie schon fleißig am Trainieren und Schwitzen sind mit den Übungen, die herausgegeben wurden. Finde ich großartig. Bis bald. Und falls jemand auf die Idee kommt, den Stock in 2 Teile zu sägen und Tierlaute zu machen, sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass das Nunchaku bzw. Tabak Toyuk in Deutschland ein verbotener Gegenstand ist. Bleibt gesund. Kali.